Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Leo, magst du diesen Nachtclub? Hi Maja. Ja, ich mag ihn. Die Musik ist großartig und die Lichter sind wunderschön. Da stimme ich dir zu. Ich liebe die Energie hier. Es ist so lebhaft und spaßig. Ich habe dich vorhin tanzen gesehen. Du bist sehr gut darin. Danke, Leo. Ich tanze gern. Es macht mich frei und glücklich. Maja, ich habe eine Frage. Wie fühlst du dich, wenn du im Nachtclub jemandem Neuem gegenübertrittst? Das ist eine gute Frage, Leo. Manchmal fühle ich mich nervös, aber ich finde, es kann auch aufregend sein. Ich verstehe. Manchmal bin ich schüchtern, aber ich möchte neue Leute kennenlernen. Ja, ich fühle genauso. Jemanden anzusprechen kann herausfordernd sein, aber es kann auch zu neuen Freundschaften führen. Wie gehst du normalerweise auf jemanden im Nachtclub zu? Zuerst versuche ich, Blickkontakt herzustellen und zu lächeln. Wenn die andere Person zurücklächelt, fühle ich mich sicherer, um Hallo zu sagen. Das macht Sinn. Ich beginne gerne mit einer einfachen Begrüßung. Ich könnte sagen, Hi, ich bin Leo. Wie heißt du? Das ist eine gute Art anzufangen. Es ist freundlich und direkt. Danach stelle ich normalerweise eine kleine Frage, wie kommst du oft hierher? Oder was hältst du von der Musik? Ja, Smalltalk ist sehr wichtig. Er hilft, das Eis zu brechen. Ich versuche auch aufmerksam zuzuhören und Interesse an dem zu zeigen, was die andere Person sagt. Da stimme ich zu. Zuhören ist entscheidend. Es lässt das Gespräch fließen und zeigt, dass du interessiert bist. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich etwas Falsches sage. So geht es mir auch. Aber ich erinnere mich daran, dass es in Ordnung ist, ein bisschen nervös zu sein. Jeder ist hier, um Spaß zu haben. Das stimmt. Wir sind alle hier, um die Nacht zu genießen. Leo, hast du jemals jemanden angesprochen und ein gutes Gespräch gehabt? Ja, das habe ich. Einmal habe ich ein Mädchen an der Bar stehen sehen. Ich habe gelächelt, Hallo gesagt und sie nach dem Getränk gefragt, das sie bestellt hat. Das klingt schön. Was ist dann passiert? Wir haben über unsere Lieblingsgetränke und die Musik gesprochen. Es war ein kurzes Gespräch, aber sehr freundlich. Ich mag das. Selbst ein kurzes Gespräch kann die Nacht interessanter machen. Genau. Ich denke, der Schlüssel ist, höflich und entspannt zu sein. Leo, hast du Tipps, wie man jemanden im Nachtclub ansprechen kann? Ja, ich habe ein paar Tipps. Zuerst sei selbstbewusst. Steh aufrecht und lächle. Das ist ein guter Ratschlag. Selbstbewusstsein macht einen großen Unterschied. Zweitens, wähle den richtigen Moment. Wenn jemand tanzt oder mit Freunden spricht, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um ihn anzusprechen. Da stimme ich zu. Das Timing ist wichtig. Drittens, halte es einfach. Fang mit einer freundlichen Begrüßung und einer einfachen Frage an. Ja, komplizierte Gespräche können an lauten Orten schwierig sein. Und schließlich sei du selbst. Es ist okay, ein bisschen nervös zu sein. Entspanne dich einfach und sei authentisch. Ich mag diesen Tipp. Du selbst zu sein ist der beste Weg, um mit anderen in Kontakt zu treten. Maja, denkst du, es ist einfacher, jemanden anzusprechen, wenn du mit einem Freund bist? Manchmal ja. Wenn ich mit einem Freund bin, fühle ich mich entspannter. Ich kann fragen, willst du mit mir Hallo zu dieser Person sagen? So geht es mir auch.
Mit einem Freund bin ich weniger nervös. Aber ich versuche auch, Menschen alleine anzusprechen. Das hilft mir zu lernen und zu wachsen. Das stimmt. Jemanden alleine anzusprechen kann eine gute Übung sein. Leo, was gefällt dir an den Menschen, die du triffst, wenn du sie ansprichst? Ich mag, dass sie normalerweise freundlich und offen sind. Die meisten Menschen in einem Nachtclub sind da, um Spaß zu haben und die Musik zu genießen. Ja, das habe ich auch bemerkt. Wenn ich mit jemandem spreche, lächeln sie oft und scheinen glücklich zu sein, sich zu unterhalten. Es macht die Nacht angenehmer. Neue Menschen zu treffen gehört zum Erlebnis dazu. Da stimme ich zu. Jedes Gespräch ist eine Chance, etwas Neues zu lernen. Maja, hast du eine Lieblingserinnerung daran, jemanden im Nachtclub angesprochen zu haben? Ja, habe ich. Eines Nachts sah ich ein Mädchen, das allein stand. Ich sprach sie an und sagte, Hi, ich bin Maya. Magst du dieses Lied? Das ist eine großartige Eröffnungszeile. Was hat sie gesagt? Sie lächelte und sagte mir, dass sie das Lied liebt. Wir haben über unsere Lieblingsmusik gesprochen und zusammen getanzt. Das klingt nach einer spaßigen Nacht. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Hallo zu einer guten Zeit führen kann. Ja, es war eine sehr positive Erfahrung. Ich war glücklich, eine neue Freundin gefunden zu haben. Ich möchte mehr solche Erfahrungen machen. Jemanden anzusprechen kann beängstigend sein, aber es ist auch lohnend. Da stimme ich dir zu, Leo. Jedes Mal, wenn ich jemanden anspreche, lerne ich etwas Neues über mich und andere. Leo, denkst du, die Musik im Nachtclub hilft, wenn du jemanden ansprichst? Ja, das denke ich. Die Musik ist laut, aber auch energetisch. Sie lässt die Leute lebhaft fühlen und offener zum Reden sein. So fühle ich das auch. Wenn die Musik gut ist, fühle ich mich selbstbewusster, um zu tanzen und mit neuen Leuten zu sprechen. Die Atmosphäre ist sehr wichtig. Eine freundliche, energetische Umgebung macht es leichter, jemanden anzusprechen. Ich mag auch, dass viele Menschen lächeln und Spaß haben. Das motiviert mich mitzumachen. Genau. Eine positive Atmosphäre fördert Gespräche und Verbindungen. Maja, was sagst du normalerweise, wenn du jemanden ansprichst? Ich beginne gerne mit einer einfachen Begrüßung wie Hi, ich bin Maya. Dann frage ich vielleicht, wie heißt du? Oder kommst du oft hierher? Das ist eine gute Art, anzufangen. Ich sage oft, Hi, ich bin Leo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, sich selbst vorzustellen ist sehr wichtig. Das macht das Gespräch persönlich. Nach der Begrüßung stelle ich gerne eine Frage zur Musik oder zum Club. Zum Beispiel, was hältst du vom DJ? Das ist eine großartige Frage. Sie gibt der anderen Person die Möglichkeit, ihre Meinung zu teilen. Ich versuche auch, ein Kompliment zu machen, wie ich mag dein Tanzen oder dein Outfit ist sehr schön. Komplimente sind gut. Sie lassen die andere Person sich gut fühlen und offener werden. Genau. Ein nettes Wort kann einen großen Unterschied machen. Leo, hast du dich jemals abgelehnt gefühlt, als du jemanden angesprochen hast? Ja, das habe ich. Einmal sagte ich Hallo zu einem Mädchen, aber sie schaute weg und lächelte nicht. Das kann schwer sein. Wie hast du dich gefühlt? Ich fühlte mich ein wenig traurig, aber ich erinnerte mich daran, dass nicht jeder in der Stimmung ist, zu reden. Das ist wahr. Manchmal sind die Leute beschäftigt oder schüchtern. Ich versuche, es nicht persönlich zu nehmen. Ich weiß, dass ich es bei jemand anderem versuchen kann. Ja, jeder Versuch ist eine Chance zu lernen.
Maja, was machst du, nachdem du mit jemandem gesprochen hast? Ich danke Ihnen normalerweise für das Gespräch und sage auf Wiedersehen. Manchmal frage ich, ob wir uns später wiedersehen können. Das ist eine nette Art, das Gespräch zu beenden. Es zeigt, dass du höflich und freundlich bist. Ich tausche auch gerne Kontaktdaten aus, wenn wir beide in Kontakt bleiben wollen. Das ist eine gute Idee. Es macht es einfach, später wieder zu plaudern. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, in Kontakt zu bleiben, wenn man eine Freundschaft aufbauen möchte. Da stimme ich zu. Jeder neue Freund beginnt mit einem einfachen Hallo. Leo, übst du das Ansprechen von Leuten auch, wenn du nicht im Nachtclub bist? Ja, das tue ich. Ich versuche es an anderen Orten zu üben, wie in Cafés oder Geschäften. Es hilft mir, selbstbewusster zu werden. Ich übe auch. Ich versuche, fremde Leute zu begrüßen, wenn ich in der Schlange stehe oder im Park spazieren gehe. Das ist eine gute Möglichkeit zu lernen. Jedes kleine Gespräch hilft mir, mein Deutsch und meine sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Ich fühle genauso. In verschiedenen Situationen zu üben, macht mich weniger nervös. Ich glaube, je mehr du übst, desto einfacher wird es. Ja, und jedes Mal, wenn du jemanden ansprichst, sammelst du mehr Erfahrung. Maja, was denkst du, ist das Wichtigste, wenn du jemanden ansprichst? Ich denke, das Wichtigste ist, freundlich zu sein. Ein Lächeln und eine einfache Begrüßung können viele Türen öffnen. Da stimme ich zu. Höflichkeit und Entspanntheit lassen die andere Person sich wohlfühlen. Außerdem ist es wichtig zuzuhören. Wenn du eine Frage stellst, achte wirklich auf die Antwort. Ja, Zuhören zeigt, dass du interessiert bist und macht das Gespräch bedeutungsvoll. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, du selbst zu sein. Versuch nicht jemand zu sein, der du nicht bist. Das stimmt. Authentizität hilft dir, dich mit anderen zu verbinden. Leo, hast du noch abschließende Tipps für das Ansprechen von jemandem im Nachtclub? Ja, habe ich. Erstens, sei immer selbstbewusst. Selbst wenn du nervös bist, versuche zu lächeln. Das ist ein guter Ratschlag. Selbstbewusstsein macht einen großen Unterschied. Zweitens, achte auf deine Umgebung. Wähle einen guten Moment, um jemanden anzusprechen, wenn sie nicht zu beschäftigt sind. Ja, das Timing ist sehr wichtig. Drittens, halte dein Gespräch leicht und unterhaltsam. Nachtclubs sind Orte zum Genießen, also sorge dafür, dass dein Gespräch positiv ist. Da stimme ich zu. Ein unterhaltsames Gespräch macht die Nacht angenehmer. Und schließlich übe so viel du kannst. Je mehr du mit neuen Leuten sprichst, desto einfacher wird es. Ich werde daran denken. Danke für deine Tipps, Leo. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn es darum geht, Menschen anzusprechen. Ich freue mich, das zu hören, Maja. Wir können das nächste Mal gemeinsam üben. Ja, das würde mir sehr gefallen. Leo, ich habe unser Gespräch über das Ansprechen von Leuten in Nachtclubs wirklich genossen. Es hat mir geholfen, darüber nachzudenken, wie ich freundlicher und selbstbewusster sein kann. Ich fühle genauso, Maja. Unser Gespräch hat mir neue Ideen gegeben, wie man Freundschaften schließen kann. Ich hoffe, wir können weitere Erfahrungen teilen und gemeinsam lernen. Ja, lass uns weiterhin üben und uns gegenseitig helfen zu wachsen. Danke, Leo. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke, Maja. Ich spreche immer gerne mit dir. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden?
Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keines unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.